Wusstest du, dass man aus der Rinde von Lindenästen tatsächlich Bindfaden machen kann? In diesem Video zeige ich dir, wie das geht und was man daraus machen kann. Zerbrochene Lindenäste findet man in Leipzig häufig auf Spielplätzen in den Parks. Das ist jetzt nur ein popeliger kleiner Ast. Willst du raten, wie viel Faden man daraus tatsächlich herstellen kann? Bleib dran, am Ende gibt's die Auflösung. Guck mal, ich habe hier was Lustiges gefunden. Für einen Faden braucht man natürlich besonders lange Rindenfasern. Wenn man das Holz erstmal raus hat, muss man die einzelnen Rindenschichten voneinander trennen. Das sind sehr viele hauchdünne Schichten. Lindenrinde ist etwas ganz Besonderes. Die Rinde der meisten Bäume ist brüchig oder starr, sobald sie trocknet. Die Lindenrinde bleibt aber flexibel und biegbar. Die harte Außenrinde ist alles Abfall. Wir brauchen nur die weiche Innenrinde. Und die fasere ich jetzt auf in kleinere Streifen. Egal, ob man mit einer in der Mitte geknickten Faser beginnt oder mit zwei einzelnen Fasern, die Technik ist die gleiche. Die rechte Faser wird zuerst zwischen Daumen und den Fingern von der Mitte nach außen gedreht und dann nach links über die linke Faser drüber gelegt. Jetzt liegt die vormals linke Faser rechts, wird nach außen gedreht und links drüber gelegt. Nach außen gedreht und links drüber gelegt. Nach außen gedreht und drüber gelegt. Und so geht es dann weiter, bis alle Rindenfasern alle sind. Das war's. Tschüss, bis zum nächsten. Halt! Was mache ich, wenn die Fasern zu Ende sind? Ach so, ja, anstückeln. Dafür gibt es verschiedene Techniken. Entweder man legt eine lange Faser mittig quer darüber und hat dann rechts und links gleichzeitig einen neuen Faden, den man mit eindrehen kann, oder man nimmt erst auf der einen Seite einen neuen Faden dazu, den man mit eindreht, und dann auf der anderen Seite. So mache ich es meistens. Leicht angefeuchtet lassen sich die Fasern noch viel einfacher verarbeiten. Ach so, man kann das natürlich auch mit anderen Materialien machen. Ich habe gehört, Yucca geht auch gut. Frische Weinreben sind super geeignet. Brennnessel geht auch. Klette funktioniert auch gut. Oder auch Brombeere. Besucht gerne mal die Kanäle von Sally und Chad. Ich habe sie euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und so geht's dann weiter, bis alle Rindenfasern alle sind. Ich habe zum Beispiel einen anderen Faden schon als Anhänger für meinen Autoschlüssel verwendet. Die Enden fixiere ich einfach mit heißem Wachs. So, der Faden ist fertig. Und jetzt müssen wir natürlich noch diese ganzen kleinen Fasern abschneiden, die hier beim
Einbinden neuer Fäden entstanden sind. Und das mache ich jetzt. Das ist das Ende hier gewesen. Und das mache ich jetzt mit dem ganzen Faden. Wir messen das nachher mal. Ihr könnt ja schon mal in die Kommentare schreiben, was glaubt ihr, wie lang ist dieser Faden insgesamt? Ich schätze mal ungefähr so 3,5 Meter. Und da kommen wir jetzt auch schon zur versprochenen Messung. Meter? Meter, wow! Das sind sogar über 4 Meter. 4 Meter und 18. So, und jetzt seid ihr gefragt. Was wollen wir damit machen? Was wollen wir daraus basteln? Schreibt eure Ideen gerne mal in die Kommentare. Ich hatte überlegt, vielleicht einen Traumfänger zu basteln, aber ich weiß nicht, ob das ausreicht. Da muss ich, glaube ich, mal ein bisschen rechnen. Ansonsten hatte ich noch keine wirklichen Ideen. Also, gerne mal eure Ideen in die Kommentare. Und ansonsten Abo-Button drücken, wenn ihr es noch nicht schon gemacht habt. Like da lassen und ich wünsche euch einen traumhaften Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!